Beethovens späte Streichquartette. Nach Opus 127, was noch sehr lyrisch anmuten lässt, spielen wir heute im Konzert Opus 132 und Opus 130 mit dem Schlusssatz der großen Fuge, die später als Opus 133 publiziert wurde. Aus einem einzigen Cantus firmus, der aus zwei verschiedenen Intervallen besteht, nämlich einem Halbton, einem großen Schritt und wieder einem Halbton. Und das Interessante ist, dass das Rahmenintervall eine Quinte ergibt. Die Quinte, jenes Intervall, das elementar Öffnen assoziiert in der Musik. Und so könnte man sagen, dass dieses Werk, diese beiden Werke, auch ein großer Aufbruch, einen großen Aufstieg bedeuten in der Musik. Aus diesem einzigen Cantus firmus formt er eigentlich beide Werke. Und er erfindet erstaunliche Satztypen. Cavatina, den Heiligen Dankgesang aus Opus 132, Alla Tedesca oder auch das Poco Scherzoso sind Sätze, die sonst in der Literatur eigentlich nicht vorkommen. Die Werke sind nicht mehr viersätzig, es gibt erstaunliche dynamische Konzepte. Sehr oft finden wir groß angelegte Crescendi, die dann wieder durch ein Subito Piano unterbrochen werden, als wenn die Erfüllung dieses Crescendo sich verzögert oder erst hinten später im Stück erfolgt. Wir haben mysteriöse Schreibweisen, Notationen. Beispielsweise im Thema der großen Fuge gibt es zwei Achtel, die mit zweimal der gleiche Ton, der mit einem Bindebogen verbunden ist. Soll das jetzt eine Bebung sein oder ist das doch nur ein Tenuto? Das sorgt immer noch für viel Diskussionsstoff in den Quartettproben. Ich glaube, es ist so eine Art Bebung. Eine ganz besondere Schreibweise, die Beethoven vielleicht dort sucht oder etwas sehr besonders Klangliches sucht. Mir gefällt an der großen Fuge, diesem unglaublichen Schlusssatz, dass es sich eigentlich gar nicht mehr um diese barocke Form handelt, sondern um deren Überwindung. Igor Strawinski hat ein wunderbares Zitat, was ich sehr mag. Er beschreibt als 80-Jähriger, wie sehr er dieses Stück bewundert, wie er glaubt, dass es das modernste Stück ist, was es überhaupt und für alle Zeiten gibt, weil es komplexer ist als alle Musik seines Jahrhunderts. Und er sagt am Ende, ich liebe sie über alles. Diese große Fuge, die das heutige Konzert beschließen wird.